Und damit willkommen zum dritten Teil des Rosen und Musketen Streams und des Events. Ich meine zum vierten Teil. Hahaha, nicht zum dritten, zum vierten. Wir sind schon beim vierten. Und wir haben nicht gerade wenig zu tun. Denn der nächste Akt ist auch schon zur Verfügung. Also lange Rede, kurzer Sinn und wir fangen an. Im Fluff Sondre. Wo wir zuletzt aufgehört haben, machen wir auch weiter. Und bitte, lass diesmal keine Figur im Anspruch sein, die ich benötige, um das Event fertig zu kriegen. Wenn wir uns das jetzt so anschauen. Nein, das ist falsch. Ist der hier schon verfügbar? Und die beiden in 2 Tagen kann man. Warte, in 2 Stunden und 2 Tagen? Wir können direkt durchmachen. What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some liquor bottles? Was ist das für ein Plunder? Zerbrochene Bretter, Fässer und einige Schnapsflaschen? Yes, but have a closer look, Paimon. Ja, Paimon, schau doch mal genauer hin. Even though somebody has purposefully tried to clean them up, these are obviously marks from musket bullets. Jemand hat zwar versucht, sie auszubessern, aber das hier sind offensichtlich Einschussstellen von Muskettenkugeln. In other words, someone was here trying to improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Das heißt, jemand war hier, um Schießübungen zu machen. Dafür verwendeten sie Fässer und Flaschen als Zielscheibe. Could it have been the killer? Oh, kann das der Mörder gewesen sein? Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Sandra own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from practice shots. Ich habe auch keine bessere Erklärung. Viele Menschen am Fleuve Sandra besitzen Waffen und kaum jemand macht daraus ein Geheimnis, ganz zu schweigen davon, dass jemand die Spuren von Schießübungen beseitigen würde. Anyway, let's go. There might be more to this. Egal, gehen wir an der Sache. Könnte etwas dran sein. Gehen wir erst hier oben hin und fragen. Luca und Sunny? Was machen die beiden denn hier? Ach stimmt, wegen der Schildkröte. Ja, mit der haben wir You're auch. most certainly correct, my dear. Hello, I'd like to ask some questions. Hallo, ich möchte ein paar Fragen stellen. I don't know anything. Ich weiß von nichts. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um jemanden zu verhaften. You say that now. Das sagen sie alle. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Es ist die Wahrheit. Hier, nimm das als meine Bürgschaft. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the special patrol bribing a citizen? Halt, hatte Paimon gerade eine Halluzination? Die Truppenführerin der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung hat eine Bürgerin geschmiert? Schweige und niemand wird es je erfahren. Seems you're different from the other guards. Es scheint, du bist anders als die anderen Dendamen.
What do you want to know? Ergatz. Was möchtest du wissen? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Ist dir kürzlich irgendetwas in Bezug auf die Masketten im Fleuve Cendre zu Ohren gekommen? Ganz egal was. Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we started hearing some loud noises at night. So loud that it's been waking me up. Musketten. Ich weiß nur, dass wir seit etwa 2 Wochen nachts laute Geräusche hören, so laut, dass ich davon aufgewacht bin. Das sind Musketten. Were they gunshots? Waren es Schüsse? Possibly. It's hard to tell around here. Möglich. Es ist nicht leicht, das von hier aus zu sagen. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere, it's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Oh, scheint, als hätten die da eine Menge Probleme unten im Fleuve Cendre. Ein Haus bricht zusammen, ein Rohr explodiert irgendwo. Alles klingt ähnlich, aber diese Geräusche traten alle auf, nachdem ich eingeschlafen war. Do you know where the noises were coming from? Kannst du sagen, aus welcher Richtung die Geräusche kamen? I don't remember clearly. Ich erinnere mich nicht genau. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? Weißt du es nicht mehr oder möchtest du noch etwas länger darüber nachdenken? You tell me. Was meinst du? Then please, think about it some more. Dann denke bitte noch ein wenig darüber nach. She's giving her even more Mora. Nanu, sie gibt ihr sogar noch mehr Mora. Ich habe nichts gesehen. The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself and I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. Die Geräusche kamen vom Ende des südlichen Rohrs. Ich kam heraus und schaute selbst nach. Ich konnte nicht gut schlafen, aber ich traute mich nicht zu nah hinzugehen. That's all I know. Mehr weiß ich nicht. All right, I'll take your word for it. Gut, ich vertraue dir. Thanks for the pâte de fruits. Danke für den Fruchtgummi. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. Das sollte dich nicht überraschen. Ich bin hier aufgewachsen. Schon vergessen? Ich weiß, wie man Leute hier zum Reden bringt. Ja, die kann man wohl bestechen. Ich möchte auch etwas Fruchtgummi. My apologies, I'm all out of sweets. Es tut mir leid, ich habe keine Süßigkeiten mehr. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings. Aber ich habe noch ein paar andere verlockende Leckereien sichergestellt. Pommes, Brathähnchen und Zwiebelringe. But taking care of junk food is my responsibility. You're better off sticking to your normal, nutritious diet. Ist die gemein. Es ist meine Pflicht, mit diesen ungesunden Lebensmitteln fertig zu werden. Ihr aber tut gut daran, auf eine vollwertige, ausgewogene Ernährung zu achten. Now then, let's keep going. Also fahren wir fort. Einfach nichts abgekriegt, das ist doch nicht wahr. Habt ihr schon mal einen 26er Ping während eines Streams gesehen? Ich auch nicht. Oder einen 25er. Wir können aber noch weiter runtergehen auf die 14. I guess I'm finally on the right path. Underground is way more fun than I thought. Those parts. Let's take it. It's been a while, Tetro. Es ist lange her, Tetro. Please, just get on with your request. Bitte sag einfach, worum es geht. I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. Ich möchte mich erkundigen, ob sich in letzter Zeit jemand über Fragen rund um das Thema Musketen unterhalten hat. Information isn't free, you know. Informationen gibt es nicht umsonst, weißt du. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson.
I can allocate some more manpower to help out with that problem. What do you say? Wie ich hörte, sind in letzter Zeit Kriminelle auf dem Land besonders aktiv und haben die Lieferung von Waren nach Poisson erschwert. Was würdest du davon halten, wenn ich dir mehr Leute zur Verfügung stellen würde, um der Lage Herr zu werden? You're still as helpful as ever. Du bist immer noch genauso hilfreich wie früher. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. Einer unserer Männer verlor seine Muskete, als er vor etwa einem Monat bei einem Abendessen zu tief ins Glas geschaut hatte. 3 Tage später tauchte sie in einer Ecke hier wieder auf. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? Was ist so seltsam daran? Er hat einfach vergessen, wo er sie hingelegt hat. Richtig? This is Sandra, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. Das hier ist der Sandré, meine Freundin. Verlorene Wertsachen vom Vortag bleiben in der Regel unauffindbar. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. Aber diese Muskete war eine Ausnahme. Sie wies keine Gebrauchsspuren auf und war nicht einmal abgefeuert worden. Für uns war es ein Rätsel, was mit ihr geschehen war. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. Ich schätze, sie wurde zurückgegeben, weil die Waffe bei der Guard bereits bekannt ist. You mean, a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. Du glaubst, ein Krimineller befürchtet, das Marechaussee-Phantom würde sie anhand der Einschussmuster zurückverfolgen? Möglich, aber wenn das wirklich so war, dann hat der Übeltäter Vorkehrungen getroffen, nicht erwischt zu werden. Marechaussee-Phantom, oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Boah, kritisch. Marechaussee Phantom. Könnte so passen. Ja, haut schon hin. I didn't say anything about a criminal. Ich habe nicht von einem Kriminellen gesagt. In Sandra, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. Am Sandré ist es ebenso einfach mitzubekommen, wer umgebracht wurde, wie zu wissen, welche Kleidung man heute anziehen soll. It's the guy living in the east side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. Ist das nicht der Kerl, der Ostseite wohnt? Ich mochte ihn noch nie. Immer wenn er hier zu Gast ist, bestellt er nur ein Getränk und sitzt dann mit seinem fiesen Gesichtsausdruck da. So, who was the one who lost the gun in the first place? Wer hat denn die Waffe ursprünglich verloren? Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Spar dir das, auch wenn du ihn fragst. Würde er vor Fremden nicht zugeben, eine Waffe zu besitzen. Der Truppenführerin der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung erzählt er es erst recht nicht. He's right. Er hat recht. I know you grew up here, Shavras. Ich weiß, dass du hier aufgewachsen bist, Shavras. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you here now, and a lot of people don't like the Special Patrol. Selbst wenn du mit der Spina di Vistula auf gutem Fuß stehst,
warst du doch zu lange weg. Kaum jemand kennt dich hier und viele hegen Ressentiments gegen die Sonderpatrouille. I know. So take my advice and don't show your face too much around here. It's for your own safety. Also hör auf meinem Rat und lass dich hier nicht zu oft blicken. Es ist nur zu deinem Besten. I'll come and go as I please. And I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. Ich gehe hier ein und aus, wie es mir gefällt. Und voraussichtlich werde ich arbeitsbedingt noch öfter vorbeischauen. Alright. Don't say I didn't warn you. Na gut, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Seems like that's all we'll be able to uncover for today. Mehr können wir heute wohl nicht herausfinden. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Paimon findet, wir haben hier viel mehr gelernt als an der Oberfläche. Yes. Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect, then their timeline was probably something like this. Ja, angenommen, alles, was wir hier gefunden haben, hätte wirklich mit unseren Verdächtigen zu tun. Dann könnte dessen Vorgehen so abgelaufen sein. A month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. Vor einem Monat fand unser Verdächtiger eine Waffe und nahm sie mit nach Hause, um sie auseinanderzubauen. Sobald er ihren Aufbau verstanden hatte, brachte er sie zurück. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket and took it to the Fleuve Sandra for target practice. In den folgenden Wochen baute er aus den Teilen seine eigene Muskete und nahm sie für Zielübungen mit an den Fleuve Sandra. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done, he left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. Ich sollte mir merken, dass es Fleuve Sandra heißt und nicht Fleuve Sandra. Das passt nicht so ganz. Sandra am Ende, das triggert, aber es heißt Sandra. Vor wenigen Tagen fand er dann sein Ziel und führte den Mord aus. Nach der Tat hinterließ er eine Regenbogenrose, genauso wie in der Szene des Romans. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. Für Paimon ergibt das alles Sinn, aber es bringt uns keinen Schritt weiter auf der Suche nach dem Mörder, über den Gestorbenen. The deceased was a resident of Fleuve Sandra. It's said that he was a poor, solitary man. Der Getötete war ein Bewohner des Fleuve Sandra. Es heißt, er war ein armer, vereinsamter Mann. Das Opfer im Roman war jedoch ein Adliger. Yeah, that's also something I'm trying to figure out. Ja, das ist einer der Punkte, die ich herausfinden möchte. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. Wenn wir tatsächlich dem Roman folgen und eine Geschichte hinter dem Mord annehmen, dann müsste die Tat ein Racheakt gewesen sein. Unseren Ermittlungen zufolge hatte der Getötete aber keinerlei Feinde. He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. Much less care to leave a rose on his body. Er war zwar kein Engel, aber niemand wusste etwas von einem möglichen Rivalen, der einen Grund gehabt hätte, ihn zu erschießen, ganz zu schweigen von der Rose. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? Was will der Mörder damit sagen? Und wen richtet sich die Botschaft? Könnte es der Romanautor sein? Kann ich mir nicht vorstellen, wenn das der Romanautor ist, wirklich der Mörder ist, dann... Puh. We've thoroughly investigated that possibility. Oder soll der Romanautor der Beschuldigte werden? Oder es soll an den gehen? Okay, mit der Ermittlung kommen wir sowieso nicht weiter. Wir haben diese Möglichkeit eingehend untersucht. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Er behauptet, er habe den gesamten Tag an dem der Mord geschah, im Opernhaus verbracht.
Die Belegschaft dort bestätigte seine Aussage. Okay, so he has an alibi. So, er hat also ein Alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. Nicht nur das, er hat eigentlich auch kein triftiges Motiv. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. Er hat eine Familie und seine Eltern leben noch. Ich habe mir seine Akte angesehen. Er ist mit 6 Jahren adoptiert worden. Alle gesetzlichen Vorschriften wurden eingehalten. Es gibt auch Aufzeichnungen über ihn aus der Zeit im Waisenhaus. In the story, the mother of the 2 musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could have changed the children's ages, but I don't want to assume anything without evidence. Im Roman wurde die Mutter der beiden Musketiere ermordet, nachdem die Kinder 10 Jahre alt geworden waren. Natürlich könnte das Alter der Kinder geändert worden sein, aber ohne Beweis möchte ich nichts vermuten. More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't seem like the kind of person who would pull the trigger to kill a man. Was noch wichtiger ist, ich habe mich mit ihm persönlich unterhalten. Er wirkte nicht wie jemand, der eigenhändig einen Menschen umbringen würde. Then, what should we do now? We have all this new information, but it doesn't help us move forward. Aber was sollen wir jetzt tun? All diese neuen Informationen bringen uns nicht weiter. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. Ermittlungen benötigen Zeit. Ich gehe nicht davon aus, dass wir den Täter innerhalb eines Tages fassen können. How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm sure that given time, new leads will present themselves. Chevres, sag doch einfach, wenn du fertig bist. Wie wäre es damit? Lasst uns in den nächsten Tagen mit dem Filmdreh fortfahren, danach setzen wir die Ermittlungen fort. Ich bin überzeugt, dass sich mit der Zeit neue Anhaltspunkte auftun werden. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just miss them if you were to stop looking? Warte mal, sagtest du nicht vor einem Moment, Anhaltspunkte seien wie kleine ferne Inseln inmitten des Meeres? Wenn man aufhört, danach zu suchen, wird man sie übersehen, oder? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Ach, aber in dem Buch gab es mehr als nur einen Verweis auf die Insel Paimon. Oh? What else did it say then? Oh, was steht dann denn noch drin? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. Wenn du lange genug durch den Nebel segelst, wirst du irgendwann vielleicht auf eine Insel stoßen. Fiktion und Realität innerhalb und außerhalb des Raums. Gotta keep up with the changing times. Wie kritisch kann es werden, dass ich einen 5-Star kriege, wenn ich in Chevrolet's Banner reinpulle? Ich wollte was ablegen. Also im Fleuve Cendre verschwinden also einfach mal Menschen, gehen rüber, explodiert ein Rohr oder geht ein Haus kaputt oder stürzt ein. Interessant. Und es werden einfach Menschen ermordet. Also hier unten geht eine Menge ab. Und oberhalb alles friedlich? Puh. Das ist kritische Situation. Reden wir mal Chivas. What? Never thought that the captain of the Security and Surveillance Patrol could come from the Fleuve Cendre? Was ist denn? Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass die Truppenführerin der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung aus dem Fleuve Cendre stammen könnte? Ehrlich gesagt bin ich ziemlich schockiert.
Honestly, I'm pretty shocked too. There used to be a time when I thought I would never be able to join the guards. Ich bin offen gesagt auch ganz schön schockiert. Es gab eine Zeit, in der mir der Gedanke, der Guard beitreten zu können, völlig unerreichbar schien. But as long as you can distinguish yourself through your accomplishments and skills, you'll eventually be recognized for your worth. Aber solange du in der Lage bist, dich durch deine Leistungen und Fähigkeiten hervorzutun, wirst du Anerkennungen finden. If you look at it another way, my life at Sandra has actually taught me a lot of valuable skills. Wenn ich es von der anderen Seite betrachte, hat mich mein Leben am Sandra eine Menge wertvoller Fähigkeiten gelehrt. Skills like how to barter with criminals or how to think in their shoes. Warst du selbst mal eine Kriminelle, Fräulein? Fähigkeiten wie mit Kriminellen zu verhandeln oder sich in ihre Lage zu versetzen. Of course, I'd appreciate it if you could keep this a secret between us. Ja, ja, Fräulein. Es wäre natürlich gut, wenn du das für dich behalten könntest. Verdächtig. Sehr verdächtig. Der nächste ist Bananas Raiden, Shogun und Yoimiya. Und das wird kritisch, die zu ziehen dann irgendwie. Sie ist eine Forster. Vielleicht gibt's die kostenlos. Aber ich glaub's nicht. Wenn es vor einer Stunde ist, schon der nächste Auftrag verfügbar. Ich fasse es nicht. Ja, und dafür haben wir dann 2 Tage Zeit zu warten für den hier. Ich bin gespannt auf ihr Character-Test. Und ich meine, ich habe Yoimiya und Raiden schon. Ich habe die Shogun schon, also Baal, oder wie auch immer, wie den Namen sie auch hat. Hier die Shogun und Yoimiya irgendwo hier unten. Da. Klar, Constellation Archon wäre nicht schlecht, aber mein Ziel ist Shangyong, Cloud Retainer. Ich habe fast alle Monster-Charaktere, bis auf eine. Ne, bis auf 2. Sie und die da will ich eh nicht haben. Wird kritisch, sie nicht zu bekommen. Ja, vielleicht kriegen wir ja mit ein bisschen Glück Chefs mit einem 5er-Pull, den ich dann machen werde. Dann bin ich auf wieder 70. Würde ich jetzt bei Navi einen 10er-Pull machen, würde ich definitiv einen 5-Star riskieren. Und ich bin auf dem 50-50, also kann ich nicht wissen, ob ich es gewinne oder nicht. Und bis Shangyong Cloud Retainer da ist, haben wir bestimmt genügend Primos. Wir haben ja jetzt schon 1704. Kann ich mir wieder kostenlos welche holen? Nee. Erst im nächsten Monat. Und wir haben ja jetzt noch bis Ende dieses Monats und zum nächsten Jahr, den Januar bis Februar, Zeit, weiterhin Primos zu erfarmen. Also haben wir Shangyong auf jeden Fall garantiert. Man kann sie doch noch eine Frage stellen, oder? War doch nicht nur zu zweit? Ach, wir kriegen noch genügend über Chefs raus. Ich kann mir jedenfalls was zu essen holen. Nö. Kann ich nicht. Wenn dann wieder ein Problem lösen. So, ich habe den Laden eingenommen, raus hier.
say what you mean. Der Moment, wenn der oberste Richter im Fleuve Cendrillon ist und erfährt, was hier abgeht. Das wäre kritisch. Dann würde wahrscheinlich jeder einzelne Bewohner verhaftet werden. Wo könnte denn die Quest weitergehen? Das erfahre ich erst, wenn es dann und dann so groß ist. Ist es überhaupt Tag? Weil im Fleuve Cendrillon bekommt man ja nichts mit. Da weiß man ja nicht, wie es oben aussieht. Oben ist es dunkel. Natürlich ist es oben dunkel. Ey, die Dreharbeiten sind doch im Hotel Depot. Also, wo ist das nochmal? Ach, hier. Ach, wir sollten nochmal zur Abenteuergilde gehen, um vielleicht dann doch noch etwas abzuholen. Und zwar die 20 Primo Gems. Das wäre eventuell so eine schlechte Idee, Thank you for weil ich das sonst wieder vergessen werde. Und jetzt zurück zum Hotel. Weil wenn ich jetzt reinpulle in PT und auf PT 75 komme, ja okay, ab diesem Moment kann auf jeden Fall ein 5-Star auftauchen. Und wenn du dann das 50-50 gewinnst, wird es beim nächsten 50-50 schwieriger, das zu gewinnen. Und ob du die Chance hast, das dann wieder zu gewinnen, ist eine andere Frage. Ich weiß, der Witz ist, ich rede nicht über Shinhe, Yuimiya oder Baiju oder Ganyu. Das sind ja nämlich meine beiden, also meine 4 Charaktere, wo ich das 50-50 hintereinander gewonnen habe. Hier ist wohl keiner. Ich glaube, die Dreharbeiten finden jetzt doch nicht hier drinnen statt. Aber ich kann es mir leisten, mal neue Rezepte zu holen. Und zwar alle. Und ich nehme einfach das auch noch mit. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Soll ich davon auch was mitnehmen? Die Sahne hat sich auch verändert. Die Textur ist anders geworden. Allgemein sieht es anders aus. Vorher war das so eine Holzschüssel. Warte, bevor ich das jetzt verwechsel. Kann ich mir mal kurz die Zutaten ansehen? Nee, ich habe auch noch nicht mal Sahne. Was kann man damit jetzt eigentlich anfangen?
Nee, Sahne habe ich nicht. Nee. Das habe ich nicht. Ich könnte mir aber überlegen, dieses Ding einzulösen. Aber ich wüsste nicht, für welche Schwertkunstwaffe. Claymore oder Einhänder. Oder halt allgemeine Waffe, die ich noch nicht habe. Warte, Waffenbestand kann ich doch auch nicht sehen komplett, ne? Genau, die Fontaine-Schmiedewaffen habe ich davon alle. Das Ding habe ich. Das Ding, das Buch müsste ich doch eigentlich dann auch haben. Das hatte ich doch auch hergestellt. Wie oft will ich die Fafionslanze noch haben? Warte, wer hat die ausgerüstet, die Fafionslanze? Irgendwer hat die doch. Wo habe ich denn Yao Yao? Da. Oh, du hast die. Und die ist schon auf Verfeinerungsgrad 5. Ich kann die nächste auf Verfeinerungsgrad 5 machen. Da frage ich mich, was soll ich mit dieser Lanze? Ich habe noch nicht mal eine Feister davon. Eventuell kriege ich die ja im Standardbanner die nächste. Ja, bisher muss sie sich mit dem Opferschwert zufrieden geben. Das Gute sind beide auf Verfeinerungsgrad 2. Ein weiteres habe ich nicht. Nee. Wie sieht es mit der Waffe aus? Ja gut, kann ich die auf jeden Fall auf Verfeinerungsgrad 5 machen. Das geht klar. %36 ist nicht schlecht. Und wenn ich das Ding verfeinern will, muss ich angeln. Mein erster Feisterbogen, den ich auf Linné drauf habe, der überhaupt nicht zu Linné passt. Das ist nicht Fischels Main-Waffe, soweit ich weiß, aber die ist perfekt für sie. Das Ding ist sowieso perfekt für Rosaria ausgerichtet. Warum hast du denn die eiserne Blume? Da könnte ich doch jetzt mal nachgucken. Nee. Ist noch nicht verfügbar. Es ist noch nicht ganz Sonntag. Erst in der Stunde ist es Sonntag. Zumindest kann ich dann auch das nächste Kapitel starten. Nach diesem Kapitel. Kann es jetzt mal auch Tag werden?
machen wir es einfach. Einfach so. Es ist doch jetzt 8 Uhr, oder? It's filming time again! Our schedule is jam-packed for the next couple of days, too. We've got so many different locations and sets to cover. Anyway, let's head out and meet up with the others. Weiter geht's. Treffen wir auf jemanden bestimmten oder so? Nee, alle sind da. Der ganze Trupp. Und für den ganzen Tag weg? Die einsame Insel, die trachtet durch den Nebel. Dritter Akt. Sowohl der Filmdreh als auch die Untersuchung des Verbrechens machen in den folgenden Tagen stetig Fortschritte. Good work, everyone! We're looking to wrap with our 2 main ladies today. I can already smell our success. Tolle Arbeit, Leute. Heute werden wir mit unseren beiden Hauptdarstellerinnen den Sack zumachen. Ich kann unseren Erfolg schon förmlich riechen. What do you mean, looking to wrap? Was meinst du mit den Sack zumachen? Es bedeutet, wir beenden das Drehen ihrer letzten Szenen. Oh, aren't you the expert now? Oh, jetzt klingst du aber wie ein Experte. This upcoming scene is the 2 Musketeers' final confrontation with the Baron. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. In der nächsten Szene gibt es die letzte Konfrontation der 2 Musketiere mit dem Baron. Das bedeutet eine Menge Kampfszenen, aber die Choreografie beschränkt sich auf das, was wir schon zuvor geprobt haben. Anyway, get ready. Lights, camera, action! Na egal, bereit machen. Licht, Kamera, Action. The view is beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. Welch eine wunderschöne Aussicht heute Nacht. Das erinnert mich an jene schicksalvolle Nacht vor 10 Jahren. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Jetzt wo ich das gesagt habe, vernehme ich sogar einen feinen Duft von Kräutertee in der Luft. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother! Genug, Bösewicht. Es ist an der Zeit, dass du den Tod unserer Mutter bezahlst. Für den Tod unserer Mutter bezahlst. My dear Iris, have you forgotten your manners? How can you speak like this to your own father? Meine liebe Iris, hast du deine gute Erziehung vergessen? Wie kannst du vor deinem Vater solche Dinge sagen? I'd sooner swallow all of my teeth than call you father. Pah, lieber esse ich meine Schuhe, bevor ich zu dir Vater sage. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. Wie könnte es anders sein? Anscheinend sind die Töchter genauso eigensinnig geworden wie ihre bekloppte Mutter. In this world, Mora and status is everything. Mora und Status regieren die Welt. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? Ah, how naive can a woman be? Sie dachte, sie könne mich mit ihren Kindern erpressen und mich zwingen, ihre Anerkennung und Zugeständnisse einzuräumen. Wie bläugig kann die Frau denn sein? Mother never asked a single thing of you.
All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. Blauäugig. Mutter hat dich nie um irgendetwas gebeten. Alles, was sie wollte, war, dass wir ein friedliches Leben lebten, so wie die anderen. It was you who personally brewed the poison of prejudice and sent Mother to her death. Ihr wart es, die eigenhändig dieses Gift namens Vorurteil gebaut und damit Mutter in den Tod geschickt habt. Compared to that deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy. Verglichen mit diesem mörderischen Gift sind die beiden Kugeln, die bald dein Herz durchbohren werden, wie eine süße Erlösung. And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Genau darum sagte ich. Ihr seid genauso naiv wie sie. Habt ihr ernsthaft geglaubt, mich mit 2 Musketten besiegen zu können? So let's see. What is stronger? Mora and power, or the 2 muskets in your hands? So wollen wir einmal sehen, was ist stärker, Mora und Einfluss oder die 2 Muskets in euren Händen. Get them! Tulip! There are too many of them! Man kann das testen. It'll be okay. We'll cover each other, Iris. And Mother will be watching over us too. Nein, mit. Kamisato art! Sumetsu! You've lost. Du hast verloren. To think I'd lose to my own 2 kids. Dass ich gegen meine eigenen 2 Kinder verliere. We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Wir sind nicht deine Kinder und diesen Ort werden wir niemals als unsere Heimat ansehen. Then tell me, what did you do all this for? Dann sagt mir, was beabsichtigt ihr mit all dem? You lost your mother, and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? Ihr habt eure Mutter verloren und werdet bald euren Vater ermorden. Was habt ihr am Ende davon, außer der Verhängung von Strafen für eure Verbrechen? We will gain our long-awaited justice. Es bleibt die lang ersehnte Gerechtigkeit. It's over. Es ist vorbei. Finally, it's over. Endlich, es ist vorbei. So, where will you go now, Tulip? Und wohin wirst du jetzt gehen, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? Ich weiß noch nicht. Iris, vielleicht an einem Ort mit vielen Blumen. Mutter liebte es, an Orte zu gehen, die voller Blumen waren. Und du? I want to go visit Mother's grave. Ich möchte das Grab unserer Mutter besuchen. Yeah, that's not a bad idea. Ja, das ist keine schlechte Idee. Huh? Tulip, look! Hey, Tulip, schau. What is it? Was ist denn? It's Mother's favorite. The rainbow rose. Look, it's blooming again. Mutters liebste Regenbogenrose. Sie ist wieder erblüht. Excellent! That was beyond mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And we got it in a single take.
ausgezeichnet. Das war einfach nur überwältigend. Wer hätte gedacht, dass diese Szene so glatt über die Bühne läuft? Und wir haben sie in einem einzigen Ablauf im Kasten. Alright, everyone. Anlauf, nicht We've Ablauf. got a wrap for Tulip and Iris. Sehr gut, alle zusammen. Es ist Drehschluss für Tulip und Iris. Congratulations, Ayaka and Chevrolet! Glückwunsch, Ayaka und Chevrolet. Großartiger Auftritt. Thank you. I didn't expect our parts to wrap so quickly. I wish I could savor the experience for just a bit longer. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Aufnahmen so rasch beendet sein würden. Am liebsten würde ich die Erfahrung noch ein wenig länger auskosten. Paimon totally understands. Paimon's not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. Paimon kann dich gut verstehen. Paimon möchte die Filmklappe auch noch nicht weglegen. Es war einfach ein Riesenspaß. You were great too, Chevrolet. The way you said, long-awaited justice. It gave Paimon chills. Du warst auch große Klasse, Chevrolet. Paimon bekam Gänsehaut, als du es bleibt die lang ersehnte Gerechtigkeit sagtest. That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times I read it. Das ist tatsächlich meine Lieblingsteil im ganzen Buch. Ich erinnere mich noch daran, wie ich sie in meinem Zimmer nachgespielt habe, als ich sie das erste Mal las. Whoa, Paimon would have never guessed you're that type. Paimon hätte nicht gedacht, dass du zu dieser Art von Mensch gehörst. Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Jedem gefallen Geschichten, in denen die Schuldigen bestraft werden und die Gerechtigkeit über das Böse siegt. Vergiss nicht, ich bin die Truppenführerin der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung. Captain, I have something urgent to report. Truppenführerin, ich habe eine dringende Meldung zu machen. Please excuse me, everyone. I'll be back in just a moment. Entschuldigt mich, ich werde gleich zurück sein. It's okay, don't worry about us. Es ist schon in Ordnung, mach dir keine Sorgen um uns. Oh? Was she whisked away by work already? I was just about to tell her how great she did. Oh, wurde sie schon zur Arbeit abgerufen? Gerade wollte ich ihr sagen, wie großartig sie das gemacht hat. It seemed like some urgent official business. Es schien eine dringende dienstliche Angelegenheit zu sein. Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. Switching around the filming schedule would have been a real pain. Oh, dann können wir ja von Glück sprechen, dass wir eure Dreharbeiten heute so zügig fertigstellen konnten. Denn Terminplan der Dreharbeiten zu ändern wäre unnötig kompliziert und lästig gewesen. Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home and get some rest. Jedenfalls kam ich eigentlich hierher, um euch allen zu sagen, dass wir für heute fertig sind. Ihr könnt nach Hause gehen und euch ausruhen. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Are you sure you won't consider taking up full-time acting? See, I just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. Noch eine letzte Sache, Fräulein Ayaka. Deine Schauspielkunst war heute so vortrefflich wie immer. Willst du wirklich nicht darüber nachdenken, Vollzeit als Schauspielerin zu arbeiten? Ich kenne dazu zufällig noch eine gute Truppe, die auf der Suche nach einer Hauptdarstellerin ist. Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. I cannot remain in Fontaine to pursue an acting career. Ich danke dir für deine freundlichen Worte, Regisseurin Farina. Bedauerlicherweise gibt es eine Reihe von Angelegenheiten, die zu Hause in der Yashiro-Verwaltung auf mich warten. Ich werde nicht in Fontaine bleiben können, um eine Schauspielkarriere zu verfolgen. Nevertheless, I will make sure to treasure this incredible opportunity in my heart.
Dennoch werde ich diese kostbare Erinnerung für immer wertschätzen. Oh, that's a shame. But I understand. Just let me know if you ever change your mind. Das ist wirklich schade, aber ich verstehe dich. Sag mir bitte Bescheid, wenn du deine Meinung je ändern solltest. I believe it's also about time for me to take my leave. But hopefully I'll see you on set over the next few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. Ich glaube, es ist auch Zeit für mich. Zeit aufzubrechen. Hoffentlich sehe ich dich noch in den kommenden Tagen am Set. Obwohl mein Part bereits beendet ist, würde ich gern bei Gelegenheit vorbeikommen und dem Team aushelfen. See you tomorrow, Traveler and Paimon. Wir sehen uns morgen, Kiyotaka und Paimon. Yep, see you tomorrow! Yep, bis morgen. Well, what should we do next? Maybe we'll go investigate the case some more with Chevres today. Nun, was sollen wir als nächstes machen? Ermitteln wir heute mit Chevres noch etwas weiter an dem Fall? Traveler, Paimon, please come with me. Auf einmal schon. Kiyotaka, Paimon, kommt bitte mit mir. Huh? Where are we going? Wohin gehen wir? You could say that our ship has finally chanced upon one of those small, remote islands of Intel. Unser Schiff ist sozusagen endlich auf eine dieser kleinen, fernen Inseln der Information gestoßen. Das scheint sehr interessant zu sein. Ach, wir sind vor der Opera. Wir sollten hier vorsichtig sein, denn hier geht die Archon Quest weiter. Exakt hier. Gibt es nicht noch einen anderen Teleporter? Ach, dann geht's halt einfach direkt los. Warte einen Moment. Ich wollte die Pflanze einsammeln. Paimon's exhausted. Paimon definitely didn't expect having to float this far after a full day of filming. Puh, Paimon ist ziemlich schlapp und hätte nicht gedacht, noch so weit fliegen zu müssen, nach einem Tag Dreharbeiten. So, Chevres, why did you take us here? Also, Chevres, warum hast du uns hierher gebracht? Hast du einen neuen Hinweis? Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. In der Tat, er ist zwar nicht eindeutig, sollte uns aber eine klare Richtung aufzeigen. Have you ever heard of someone by the name of Emily? Oh, habt ihr den Namen Emily schon einmal gehört? Oh, you mean that famous perfumer? Oh, meinst du die berühmte Parfümerin? She's a good friend of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. Sie ist meine gute Freundin. Sie hat mir in der Vergangenheit schon mehrfach bei der Aufklärung schwieriger Fälle geholfen. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, Treffen I wir auf sent die it to her. vielleicht? After all, she's probably the foremost expert on flowers and scents in all of Fontaine. Nachdem ich die Regenbogenrose am Tatort entdeckt hatte, schickte ich sie ihr. Immerhin ist sie, was Blumen und Düfte angeht, wahrscheinlich die größte Koryphäe in ganz Fontaine. And then? Und dann? There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it. An der Blume war nichts Außergewöhnliches, auch nicht an den Spuren von
Erde, die an ihr hafteten. But according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. Allerdings war die Regenbogenrose, die der Mörder hinterlassen hatte, Emily zufolge von einer äußerst seltenen Sorte. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Paimon wusste nicht, dass es verschiedene Arten von Regenbogenrosen gibt. Paimon glaubt einfach, die wachsen überall in der Natur. Hat die jetzt nicht gesagt. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. Blumen, die absichtlich gezüchtet werden, weisen stets Merkmale auf, die sie von wildwachsenden unterscheiden. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Wir wussten also schon, dass die Rose, die am Tatort zurückgelassen wurde, zu einer besonderen Sorte gehört. Aber dank Emilys Fachkenntnis konnten wir den Ort bestimmen, an dem sie zuerst gepflückt worden war. Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Ah, jetzt hat Paimon es verstanden. Wer auch immer die Regenbogenrose gepflanzte, war wahrscheinlich der Mörder. God damn it. Precisely. And after we checked what we learned against some sales records from the past, we discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. Genau, und als wir die Neuigkeiten mit einigen vergangenen Verkaufszahlen verglichen, fanden wir heraus, dass es in ganz Fontaine nur eine Person gibt, die diese Sorte züchtet und vertreibt. Really? And who is it? Oha, wirklich? Und wer war es? It's the novelist. Es ist der Autor. But didn't you say he had an alibi? Aber sagtest du nicht, er habe ein Alibi? To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. Ehrlich gesagt habe ich meine Meinung über ihn nicht geändert. Ich glaube weiterhin nicht, dass er der Mörder ist. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. Das heißt aber nicht, dass der wahre Übeltäter ihn nie in seiner Wohnung aufsuchte oder keine Rose aus seinem Garten gekauft hat. Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him. Wie auch immer es gewesen ist, er wird uns eine Menge Fragen zu beantworten haben. So you mean the next place we need to go is... Du meinst also, wir sollten als nächstes zu... Yes, we're going to pay him a visit at his home. Ja, wir werden ihn zu Hause besuchen. That should be his house. Das müsste sein Haus sein. There are so many Gardamex stationed around the place. That's pretty unusual, right? In der Umgebung sind so viele Gardbechs stationiert. Das ist schon... Mann, jetzt muss ich die ganze Zeit gehen, das nervt. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, oder? According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Nach dem, was er mir bei unserem letzten Gespräch sagte, hat er sie engagiert. Wie spricht man das nochmal aus? Engagiert, um nicht belästigt oder gestört zu werden.
So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardemex. Es gibt also eine Menge Blumen in seinem Garten. Aber Paimon glaubt nicht, dass man eine pflücken kann, ohne die Gardemex auf den Plan zu rufen. Right. Which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. Richtig. Und das ist genau der Grund, warum ich denke, dass es eine Verbindung zwischen ihm und dem Mörder gibt. So, should we knock? Sollen wir anklopfen? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardemex first. Wartet einfach hier. Ich werde erstmal gegen einige dieser Gardemex vorgehen. But they're so far away. How are you planning to do that? Aber sie sind so weit weg. Wie willst du das machen? Don't forget, Paimon. I'm actually the real-life captain of the Musketeers. Okay, da müssen wir ein Foto von machen. Och Mann. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir schießen tatsächlich mit Chevrols Waffe die ganze Zeit schon. Cool. Oh. Ich sollte mal meine Batterie aufladen. Wir schießen wirklich mit Chevrols C und Chevrols ihre Waffe. Jetzt habe ich schon wieder Chevrols C gesagt. Das heißt Chevrols direkt da rein. Ja, doch. Wir schießen einfach mit Chevrols Waffe. Irgendwie wusste ich das schon die ganze Zeit, aber es ist witzig. Jetzt wissen wir es einfach. Wir nutzen ihre großen Muskets, um die platt zu schießen. Oh, das war ein guter Schuss, anscheinend. All clear. Let's go. Der Weg ist frei. Gehen wir. Oh, wait! Paimon's a little nervous now that we know he could be the killer. Can we go over our plan of action again? Warte, Paimon hat ein bisschen Angst. Jetzt, wo wir wissen, dass er der Mörder sein könnte, könnten wir unseren Plan noch einmal durchgehen? I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. Ich werde an der Tür klopfen und sicherstellen, dass drinnen keine Gefahr lauert. Sobald wir uns sicher sind, werde ich ihn fragen, ob er uns ein paar Fragen im Hauptquartier der Gardens... wie spricht man die nochmal aus? Gendarmerie beantworten könnte. But can't we just arrest him? Können wir ihn nicht einfach verhaften? We still have no evidence that he's the killer, or that he lent the killer any direct aid. Wir haben immer noch keine Beweise, dass er der Mörder ist. Oder dem Mörder geholfen hat. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marachose Phantom confirm Emily's theory. Das wäre genügend für Linneys Aufstieg. Dennoch würde ich es begrüßen, wenn ihr wenn ihr eine Regenbogenrose aus seinem Garten pflücken könntet, während ich mit ihm spreche. Sie könnte dem Marachose Phantom als Indiz dienen, Emilys Theorie zu bestätigen. Indiz. Sure, no problem. Just be careful, Chevrolet.
Doch kein Problem, aber sei vorsichtig, Shervis. Warum nur eine? Ich würde dann mindestens alle mitnehmen. Ich nehme nicht nur eine mit. Hallo, vergiss es. Ich nehme alle mit. Ich lasse keine übrig. Sag mir, warum kann ich die nicht mitnehmen? Das ist doch sowas von unfair. Ey. Da kommt ein Pilz raus. Aber mir auch wieder nicht. Excuse me, Mr. Baptiste, are you home? Pardon, Herr Baptiste, bist du zu Hause? Who could it be at this hour? Oh, it's you, Officer Shavras. Wer könnte das um die Uhrzeit sein? Ach, du bist es. Shervis. Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you some questions about a case. Würde es dir etwas ausmachen, mich zum Hauptquartier der Gendarmerie zu begleiten? Wir möchten dir einige Fragen zu einem Fall stellen. Oh, is it still regarding the murder case from before? Oh, geht es immer noch um den Mordfall von zuvor? I cannot confirm or deny that at this time. Ich kann das im Moment weder bestätigen noch dementieren. So it is then. Nun denn. Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. Würdest du mit mir mitkommen, Herr Baptiste? Miss Shavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Miss Shervis, ich erspare dir die Umstände. Ach, und ihr beiden dort drüben müsst wirklich nicht an den Blumen zerren. Es ist noch nicht Zeit für sie zu blühen. Oh! Okay. Oh, na gut. By saving me the trouble, you mean... Mir die Umstände ersparen, meinst du? I will confess. I was the killer. Ich möchte gestehen, ich bin der Mörder. Huh? He just admitted he's guilty! Er hat gerade seine Schuld eingestanden. Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Bitte keine Aufregung, ich bin nicht bewaffnet. Die Muskete, nach der ihr sucht, wurde in meinem Garten vergraben. Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Dann ist es meine Pflicht, dir mitzuteilen, Herr Baptiste, dass alles, was du sagst, dass alles, was du sagst, unweigerlich vor Gericht gegen dich verwendet werden kann. Ich fühle mich, als wären wir jetzt wirklich Gerichtsbeamter. Yes, I am perfectly aware of that. Ja, darüber bin ich mir völlig im Klaren. I must say, I hate this feeling. Ich muss sagen, mir gefällt das überhaupt nicht. Oh? Is it because I confessed? Or because you've been proven wrong? Oh, ist es, weil ich gestanden habe oder weil du widerlegt wurdest? Both, I suppose. Beides, glaube ich. Der Mann am Fleuve Cendré. Warum hast du ihn getötet? For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge. Natürlich aus dem gleichen Grund, den ich in meinem Roman formulierte. Ich tat es, um Rache zu nehmen. I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. Ich weiß, dass ihr die Verbindung zwischen uns beiden nicht herausbekommen habt. Hättet ihr das, dann wäre ich schon längst zum Hauptquartier der
Gendarmerie gebracht worden. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Nichts wird mich jemals sein groteskes Gesicht vergessen lassen. Schließlich war er derjenige, der meine Mutter tötete. Your mother is still healthy and well. Deine Mutter ist gesund und wohlauf. You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. Du weißt, dass ich als Kind adoptiert wurde. Ich sprach von meiner leiblichen Mutter. That was never recorded in the orphanage's records. Davon gibt es keinerlei Aufzeichnungen in den Archiven des Waisenhauses. Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. Verzeih bitte einem 6-jährigen Kind, dass es die Tatsachen verdrehte, um sich selbst zu schützen, nachdem es Zeuge wurde, wie seine Mutter vor seinen Augen starb. So, your novel, it was like a record of your life? Also war dein Roman eine Art Bericht über dein Leben? No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. Nein, natürlich nicht. Es war eine erfundene Geschichte mit zahlreichen ausgeschmückten Passagen. But I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. That part was 100% real. Dennoch bin ich der uneheliche Sohn eines wohlhabenden und mächtigen Mannes, der seine Macht missbrauchte, um meine Mutter zu ermorden. Dies entspricht voll und ganz der Wahrheit. But the man you killed didn't have a mora to his name. Aber der Mann, den du getötet hast, war arm wie eine Kirchenmaus. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of mora. War ein bezahlter Attentäter, eine unerbittliche Bestie, die ihre Zähne in eine wehrlose Frau versenkte, nur um ein paar Beutel Mora zu bekommen. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. Wenn das wirklich so war, würdest du uns davon doch kein Wort erzählen. Schließlich hast du bisher noch keine Rache an deinem Vater genommen, dem eigentlichen Drahtzieher hinter all dem. I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Wer hätte gedacht, dass ich die Truppenführerin der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung einmal diesen Satz sagen höre? I'm simply skeptical about your motives. Deine Motive bringen mich wirklich ins Grübeln. It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder this burden anymore. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe alles satt und möchte diese Last nicht mehr schultern. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. Du hast mich vielleicht für zu weich gehalten, um den Abzug zu drücken. Nun, wie sich herausstellt, hast du genau recht. Ich bin von den Nachwirkungen des Mordes überwältigt. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? Also hast du vor, deinen Rachefeldzug einfach so zu beenden? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. Der wirkliche Drahtzieher ist zu reich und mächtig für mich. Ich muss mir eingestehen, dass ich allein meine Mutter nicht rächen kann. And so what? The characters in your book never gave up. Und was nun? Die Figuren in deinem Buch haben nie aufgegeben. Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? Frau Shavras, ich habe einen Menschen getötet, nicht wahr? Willst du mich dazu bewegen, ein weiteres Verbrechen zu begehen? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Wie lautet der Name deines Vaters?
Wie gedenkst du die Wahrheit all deiner Aussagen zu beweisen? Well, I'd like to speak with you privately. Nun, also ich möchte mit dir unter vier Augen Sure. sprechen. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? Selbstverständlich, wir unterhalten uns in Ruhe im Hauptquartier der Gendarmerie. No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Nein, es geht nur hier. Ich muss sicherstellen, dass wir nicht belauscht werden. Fine. Let's talk here. Also gut, dann reden wir. When I said won't be overheard, I meant by anyone. Mit belauscht meinte ich von irgendwem. I would like to speak with you and you alone. Ich möchte nur mit dir sprechen. Wir können zuerst woanders hingehen. Thanks. I appreciate it. Danke, ich weiß das zu schätzen. Please stay safe, Chevres. Bitte pass auf dich auf, Shervis. All right. Let's hear it. Also gut, ich höre. Will you really believe what I'm about to say? Willst du wirklich glauben, was ich dir zu sagen Well, habe? that depends on what you're going to tell me. Naja, es kommt darauf an, was du mir erzählen wirst. Fair enough. Fair enough. Then listen closely. Wohlan, so hör mir zu. So that's how it's all connected. So laufen die Fäden zusammen. So, it seems you believe me after all. Nun, du scheinst mir also doch zu glauben. Do you want me to go public with this? Möchtest du, dass ich die Wahrheit an die große Glocke hänge? No, of course not. At least, not right now. Nein, natürlich nicht. Jedenfalls nicht Then jetzt. why did you bother telling me? Warum hast du es mir dann erzählt? You've read my work. What do you think? Du hast mein Buch gelesen. Wie denkst du darüber? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. Selbst wenn du jetzt damit an die Öffentlichkeit gehst, würde er alles leugnen. It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Es ist schon zu lange her, fast 20 Jahre